Also die Frage diesmal geht mir so direkt ins Herz. Warum gehen Menschen ins Retreat? Und was bringt das überhaupt? Retreat ist ja so ein englischer Ausdruck, bedeutet Zurückziehung und damit verbinden sich Vorstellungen von irgendwie weggehen, sich zurückziehen, sich zurücknehmen, an einen Ort gehen, wo es ruhiger ist. So, es wäre fantastisch, wenn es so wäre. Ich habe mein Leben den Retreats und der Retreatbetreuung gewidmet, mache das auch sehr gerne. Und was mir auffällt, ist, dass das, was wir so eine Zurückziehung nennen, eigentlich eine intensivere Form des Lebens ist. Und zwar findet eine große Verwechslung statt. So die normalen Menschen denken, sie würden im Alltag stehen, so im richtigen Leben. Und die sich zurückziehen, die gehen wie aus dem Leben raus. Tatsächlich sind wir im Alltag so abgelenkt, so wenig gewahr von dem, was innerlich passiert, dass wir sagen müssen, der normale Alltag von so ganz normalen Menschen ist ziemlich verschleiert. Das bedeutet, konkret gesagt, es sind so viele emotionale Filter aktiv und so ein hoher Grad an mangelndem Gewahrsein, dass das Leben zwar voll ist, aber nicht sehr wach erlebt wird. Und vor allen Dingen wird es mit vielen Vorlieben und Abneigungen erlebt. Und was jetzt ein echtes Retreat ist, also eine Zurückziehung der gut genutzten Art, bedeutet, die Ablenkung wegzulassen. Das ist schon mal ganz viel. Es bedeutet auch, mal auszusteigen aus all den Beschäftigungen, mit denen wir normalerweise unser Ich-Gefühl stabilisieren. Wir begeben uns, wenn wir ins Retreat gehen, also in die Zurückziehung, begeben wir uns eigentlich in eine Form des Seins, die ein wenig wackeliger ist, wo wir weniger klar wissen und spüren, wer wir eigentlich sind. Und das ist extrem hilfreich. Wir lassen all die Aktivitäten sein, mit denen wir normalerweise so klar unterwegs sind. Also eine Mutter braucht sich nicht mehr in dem Moment um ihre Kinder zu kümmern. Sie braucht auch nicht mehr, um sich um ihren Beruf zu kümmern und so weiter. Wir steigen aus den Rollen aus. Ein echtes Retreat ist ein weitgehend rollenfreier Raum, ein Raum weitgehend frei von den üblichen Aktivitäten, wo wir ganz viel Zeit damit verbringen, um zur Ruhe zu kommen, uns zu entspannen und den Geist zu öffnen. Und das macht das Gegenteil von dem, was sich so ein Normalmensch unter Retreat vorstellt. Also ein Normalmensch, was ich so höre, denkt immer, das wären dann besonders ruhige Zeiten. Die Ruhe ist bereits eine Frucht der Praxis. Was erstmal passiert, ist, dass ganz viel aufsteigt. Was passiert mit mir, wenn ich meinen Computer weglasse, wenn ich mein Handy nicht mehr anstelle? Was passiert? Mit was bin ich da konfrontiert? Also eigentlich ist Retreat-Praxis eine konfrontative Praxis, eine Begegnung mit all dem, was in mir aufsteigt, wenn ich nicht mehr mit meinen ganzen To-Do-Listen, Aufgaben beschäftigt bin, keine Serien mehr schaue, keine Nachrichten mehr reinziehe, all das mal weglasse, dann kommt unter Umständen erstmal eine Phase der großen Erleichterung und schon bald kommt bei den ungeübten Menschen die innere Unruhe. Die Suche nach Beschäftigung und sie fangen an, sich ein Programm zu machen fürs Retreat und dann an dem Programm wieder festzuhalten. Und dieses Retreat-Programm soll dann wieder unbewusst dieses Ich-Gefühl stärken. Ich bin der jetzt hier super praktiziert. Ich mache meine Sitzmeditation und Gehmeditation und ich esse ganz bewusst und ich schweige und
Ja, also ihr merkt schon jetzt in der Karikatur, die ich gerade so liefere, dass wir eigentlich mit denselben Mustern dann versuchen, wieder unsere meditativ-kontemplative Praxis zu machen, als würden wir eine To-Do-Liste abhaken. Und wieder geht es dann im Retreat darum, auch daraus auszusteigen, entspannter zu werden, fließender, mehr ins Ungewisse zu gehen und mit den Ängsten zu arbeiten, mit den Emotionen, die auftauchen. Dann tauchen Erinnerungen auf und dann all die unschönen Dinge, die wir erlebt haben und dann manchmal Tagträume. Und bei all dem kehren wir immer wieder zurück in eine möglichst einfache, klare Präsenz. Wir richten die Aufmerksamkeit immer wieder aus auf das möglichst einfache Sein. Das können wir auch im Alltag machen, bloß kommt dann schon die nächste Aufgabe, die nächste Herausforderung und wir sind wieder einigermaßen verstrickt mit dem sogenannten Alltag. Und Retreat unterscheidet sich von diesem normalen Alltag darin, dass wir die Aufmerksamkeit nicht nur in diese Präsenz hineinholen, sondern darin stabilisieren können. Wir bleiben dran. Die Aufmerksamkeit ist in der Erfahrung und wir merken, ah ja, mit der Zeit kann ich mit immer weniger Anstrengung, mit immer weniger Energie präsent bleiben. Und wir entwickeln tieferes Loslassen von all dem, was uns so an interessanten Dingen vielleicht verführen könnte. Wir werden entspannter und vertrauter mit dem, wie es ist zu sein. Einfaches So-Sein, das zeigt sich dann. In diesem einfachen So-Sein, da lassen wir uns nicht nieder, sondern das sind erstmal einfach Momente, dann länger werdende Minuten und schon kommt wieder das Nächste, was uns wie herauskatapultiert, herausholt aus diesen sich einstellenden, ruhigeren Geisteszuständen. Und wir beginnen den Geist kennenzulernen. Eigentlich ist Retreat rund um die Uhr Gewahrsein, rund um die Uhr den eigenen Geist kennenlernen, die eigenen Muster und wie wir sie entspannen können, wie wir uns in Leid verstricken, wie sich wieder auflöst, wie geistige Ruhe entsteht und wie sie durch unsere inneren Muster wieder sabotiert wird. Und diesen Prozess länger fortsetzen zu können, ist ein unglaubliches Privileg. Also nicht unterbrochen zu werden da drin, ist das Privileg, erforschen zu dürfen, wie unser Geist, unser Bewusstsein ist, wenn wir es mal über längere Zeit in Ruhe lassen, nicht manipulieren, nicht mit Aufgaben überladen. Natürlich gibt es im Retreat Aufgaben. Zum Beispiel jetzt bei uns im Retreathaus ist eine Gemeinschaft und im Normalbetrieb sind wir vielleicht 25, 30 Leute, die alle so tagsüber praktizieren, in ihren Zimmern, jeder für sich, aber es muss gemeinsam gekocht werden, es muss eingekauft werden, es muss gereinigt werden und so weiter. Die ganz normalen Aufgaben eines Haushalts und Begegnung mit anderen, die auch wieder stimulierend wirken. Was wir da als Unterschied merken, ist, dass wir eine viel höhere Sensibilität entwickeln, weil wir nicht so belastet sind durch das, mit dem wir gerade unterwegs sind, unsere Aufgaben und Ablenkung, werden wir empfindsamer. Wir kriegen mehr mit, was bei uns läuft. Wir sind vielleicht ein bisschen offener im Gespräch mit anderen, in der Begegnung. Wir erleben den Augenkontakt anders. Wir sind feiner unterwegs und dadurch vertiefen sich auch unsere Gespräche, die Kontakte, die Stille vertieft sich. Es tritt mehr Stille ein und
darin stellt sich mit der Zeit eine Stabilität ein. Wir werden, wie soll man sagen, geübter. Noch nicht Meisterschaft, aber wir werden geübter darin, uns mit den verschiedenen Situationen zu entspannen. Und dann gehört es zum Retreat auch hinzu, ganz bewusst und dosiert Aufgaben einzuladen, also im Retreat zum Beispiel etwas zu studieren und sich damit wieder zu entspannen. Also sich einem interessanten, faszinierenden Text auszusetzen, wieder zu entspannen. Sich einem interessanten Gespräch auszusetzen, wieder zu entspannen. Etwas für die Gemeinschaft zu basteln, zu kochen und dabei offen und weit zu bleiben. Wir üben. Also die Praxis von Geistesruhe ist nur so gut, wie die Geistesruhe auch in der Lage ist, in Aktivitäten weiterzugehen. Eine Geistesruhe, die darauf beruht, dass mich niemand stört, ist eigentlich nichts wert. Die Geistesruhe des Nicht-Gestörtseins, des Ruhigbleibens, auch wenn ganz viele Herausforderungen sind, die ist tatsächlich belastbar. So ist es auch mit der Erkenntnis. Es geht um Geistesruhe und befreiende Einsicht im Retreat. Und diese Erkenntnis, die ist ebenfalls wenig wert, wenn es nur eine intellektuelle oder kurzlebige Erkenntnis ist. Es geht darum, so tief zu praktizieren, so sehend zu werden, dass es zu einer Umwandlung im Innersten kommt, dass dieses normale Ergreifen der Sinneswahrnehmung, das mich identifizieren mit meiner Rolle, mit meinem Sein, mit meinen Ideen und Meinungen, dass darin eine Wandlung passiert und sich das Muster der Identifikation, des Festhaltens mit meiner Rolle, mit meinem vermeintlichen Ich, dass sich das löst. Dass wir gar nicht mehr so überzeugt Meinungen vertreten, Standpunkte, weil wir eine hohe Flexibilität des Geistes entwickeln, die es ermöglicht, ganz verschiedene Sichtweisen, Standpunkte einzunehmen und so eine immer weitere Sicht entwickeln. Und das ist tatsächlich Aufgabe von Retreats. Retreats sind Zeiten, in denen wir uns öffnen, aus Rollen aussteigen, das einfache Sein entdecken, mit diesem einfachen Sein vertrauter werden, dieses einfache Sein mit in die Aktivitäten nehmen, mit Herausforderungen, mit den Emotionen, die in uns aufsteigen und so mit der Zeit tatsächlich immer geschmeidiger werden im Geist. Und diese Geschmeidigkeit, die gilt es dann mit allen Aktivitäten unseres Lebens zu integrieren. Also Retreat ist nicht nur die Phase der Zurückziehung, sondern setzt sich fort im Alltag, auch im sogenannten Alltag, in den Zeiten mit größeren Herausforderungen, schauen wir, dass wir diese Präsenz weiterentwickeln, dass wir uns nicht verstricken in die Emotionen, dass wir in der inneren Weite bleiben, dass die Motivation des Mitgefühls, was wir auch Bodhicitta nennen, dieses Geist des Erwachens, dass der beginnt, alle Bereiche unseres Lebens zu durchdringen. Und ich würde sagen, so, was super wäre für viele Menschen, wäre, dass sie immer wieder in ihrem Leben Phasen solcher intensiven Praxis haben, die dann gefolgt sind von Phasen intensiver Aktivität in der Welt mit einem erhöhten Gewahrsein. Und dieses erhöhte Gewahrsein, diese Präsenz mit dem Herzen in der inneren Weite, das macht dann den Unterschied aus. Und natürlich könnten wir jetzt noch weitergehen, wenn sich dann die emotionalen Schleier weiter und weiter auflösen, wenn das Gewahrsein nicht mehr durch fixe Anschauung über die Wirklichkeit eingeengt ist, was dann alles möglich wäre. Also die Retreat-Karotte, die wäre natürlich sehr wunderbar. Wir hätten also die dicke Karotte und die Erleuchtung, die naht. Ja, eigentlich
Eigentlich geht es im Retreat um Erwachen, Erleuchtung, das ist schon richtig. Bloß ist das gar keine Karotte, sondern ist die Einkehr in uns selbst. Wir lernen in der Retreatpraxis Einkehr in das eigene natürliche Sein zu finden. Damit ganz vertraut zu werden und das dann mit anderen zu teilen und sie zu inspirieren, das ebenfalls zu tun, weil das ist die eigentliche Lösung für unsere Gesellschaft, die so daran krankt, dass Menschen völlig gefangen sind in ihren Mustern. Und ich sehe eigentlich keinen anderen Weg, als dass jeder solche Zeiten der Besinnung, das ist ein schönes deutsches Wort, ja, eine Besinnungszeit, dass jeder regelmäßig solche Besinnungszeiten in seinem Leben hat, um nicht besinnungslos diesen Mustern zu folgen, wo es immer um mehr, höher, weiter und dergleichen geht, was schlussendlich den Planeten zerstört. Also eigentlich, wenn ich vielleicht so beschließen darf, ist das ein Plädoyer, dass jeder Mensch Zeiten der Einkehr, der Besinnung für sich schafft, für sich sucht und findet, um dann mit einer höheren Qualität sich wieder den vielen Aufgaben zu widmen, die uns täglich herausfordern. Und deswegen, ja, deswegen habe ich mir selbst, das ist mir eine Freude, habe ich mich dem verschrieben, Menschen in solchen Zeiten der Einkehr und der intensiven Praxis zu begleiten und für jeden individuell zu schauen, was ist denn eigentlich die Praxis, die Art des Seins, die dir jetzt gerade gut tun würde. Weil es gibt kein Rezept für ein Retreat, das für alle Menschen stimmig wäre. Es gibt so grundlegende Erfahrungen, die ähnlich sind und dann braucht es ganz viel individuelle Anpassung. Also für diejenigen, die jetzt inspiriert sind, solche Zeiten der Besinnung und Einkehr in ihr Leben zu holen, fühlt ganz fein hin, was zu euch passt, was sich wirklich stimmig anfühlt. Und das setzt ihr um. Und nicht irgendwelche Programme und Vorgaben, die von anderen kommen, die sich zum Teil bewährt haben, aber vielleicht nicht ganz für euch stimmen. Also da braucht es ganz viel Selbstmitgefühl, Selbstliebe und Weisheit, um diesen Weg dann tatsächlich für alle zu gehen. Für mich sind Retreats ein Geschenk an die Menschheit. Ein Geschenk, was wir nicht nur uns machen, sondern deren Früchte wir dann mit allen teilen.